Dein Plan, deine Freundin Carrie mit deinem Bekannten Emerson zu verkuppeln, geht endlich auf. Beide haben schon viel voneinander gehört und wollen sich unbedingt zum Essen treffen. Du hast gerade einen Tisch für Freitagabend reserviert und willst Carrie die Details schicken, als dich etwas beunruhigt. Carrie kommt immer zu spät. Und zwar nicht nur 5 Minuten, sondern eher 20 oder sogar 30. Carrie scheint Pünktlichkeit als ein Relikt aus früheren Zeiten zu betrachten. Aber was wäre, wenn du sie eine halbe Stunde früher bestellst? Dann würde sie mit ziemlicher Sicherheit pünktlich kommen. Du willst, dass die Beziehung funktioniert, also solltest du lügen? Denk mal kurz nach. Was würdest du tun? Vielleicht solltest du lügen. Du glaubst, dass diese Beziehung gut für Carrie wäre und du willst nicht, dass sie ruiniert, bevor sie überhaupt begonnen hat. Emerson wird wohl irgendwann ihre chronische Unpünktlichkeit bemerken. Aber wenn Carrie nur dieses eine Mal pünktlich erscheint, hat die Beziehung wenigstens eine Chance. Deine Lüge würde den Weg für eine potenziell glückliche Beziehung ebnen. Und wenn etwas zu einem besseren Ergebnis für alle Beteiligten führt, ist das meist ein guter Grund, es zu tun. Aber ist es nicht moralisch falsch zu lügen? Die absolutistische Position des deutschen Philosophen Immanuel Kant besagt, dass Lügen immer unmoralisch sind, egal unter welchen Umständen. Mit anderen Worten, es gibt eine moralische Regel, die das Lügen verbietet, und die ist absolut. Du könntest jedoch denken, dass dies die moralische Bedeutung der Lüge überbewertet. Stell dir vor, ein Mörder hätte es auf Carrie abgesehen. Wenn der Mörder dich nach Carries Aufenthaltsort fragen würde, wäre es seltsam zu sagen, dass du die Wahrheit verraten musst. Aus dieser Perspektive erscheint der Absolutismus zu starr. Im Gegensatz dazu würde der utilitaristische Philosoph John Stuart Mill sagen, dass eine Lüge nur dann falsch ist, wenn sie insgesamt zu weniger Glück führt. Fairerweise muss man sagen, dass die meisten Lügen wahrscheinlich unglücklich machen. Jemand, der eine Lüge akzeptiert, glaubt etwas Falsches und sein Leben auf Basis falscher Informationen zu führen, geht meist nicht gut. Unter bestimmten Umständen, vielleicht auch in deiner Situation, kann eine Lüge jedoch insgesamt zu mehr Glück führen. In diesen Fällen ist es nach Ansicht der Utilitaristen nicht moralisch falsch zu lügen. Es könnte sogar deine moralische Pflicht sein. Doch wenn dir der Absolutismus zu extrem erscheint, könnte dir diese Haltung zu lasch sein. Mit anderen Worten, vielleicht unterschätzt die utilitaristische Position die moralische Bedeutung der Lüge. Die meisten Menschen bereuen es, gelogen zu haben, selbst wenn sie glauben, dass es das Richtige war. Das deutet darauf hin, dass ein Lügen an sich etwas verwerflich ist, auch wenn sie zu mehr Glück führen. In diesem Fall wäre die Lüge gegenüber Carrie paternalistisch. Paternalismus bedeutet, sich in Entscheidungen anderer zu deren Vorteil einzumischen. Bei Kindern mag das in Ordnung sein, aber bei Gleichaltrigen wäre das respektlos. Carrie anzulügen würde ihr die Möglichkeit nehmen, mit der Situation so umzugehen, wie sie es für richtig hält, basierend auf ihren Überzeugungen und Werten. Carrie vor etwas schützen zu wollen, was du für eine schlechte Entscheidung hältst, zeigt einen Mangel an Respekt vor ihrer Autonomie. Außerdem könnte es auch Emerson gegenüber respektlos sein, denn du würdest ihm absichtlich einen falschen Eindruck von Carries Pünktlichkeit vermitteln. Wie wägst du also potenzielles Glück gegen garantierte Respektlosigkeit ab? Anhänger von Kant würden sagen, dass der respektvolle Umgang mit anderen der Kern moralischen Verhaltens ist. Die von Mill finden, nichts ist wichtiger als Glück. Andere Philosophen meinen jedoch, dass sich solche Konflikte nur von Fall zu Fall lösen lassen, je nach den Details und den beteiligten Personen. Wie würdest du denn in Carries Fall handeln? Und abonniere unseren Kanal. Du weißt nie, wann du die Werkzeuge brauchst, um ein moralisches Dilemma zu lösen.